Noch 5 Spiele in der Bundesliga. Dazu sind wir in der Champions League im Halbfinale, treffen dort auf Manchester City. Pokalfinale auch schon mal angesprochen, stehen wir auch drin. Also es gibt viel zu gewinnen, viel zu verlieren. Wir haben 1 Punkt auf Leverkusen Rückstand, 1 Punkt Vorsprung auf Dortmund. Spannender geht's, glaube ich, nicht in der Saison und das finde ich gut. Dass wir also bis zum Schluss auch noch die Chance haben, überall ein bisschen Tafelsilber zu holen. Heute wieder mit der kompletten B11 in Bremen. Die sind 17. Die stehen also auch kurz vorm Abstieg. Haben 4 Punkte Rückstand auf Platz 16. Das heißt, sie müssen auch zusehen, dass die mal anfangen zu gewinnen. Aber das müssen sie ja nicht gerade unbedingt heute machen. Larsen, erste Chance. Leverkusen führt schon früh in Frankfurt. Oben rechts gerade gesehen. Wir haben 63 Tore auch schon geschossen. Aber auch so genauso viel bekommen. Also unser Torverhältnis ist wahrscheinlich auch eine plus 25 oder so, aber wir haben halt über 30 Gegentore auch schon bekommen, weil wir selten zu 0 spielen. Genau wie gegen Aston Villa. Verlängerung, Wahnsinn. Wer sich das noch nicht angeguckt hat, auf jeden Fall müsst ihr da nochmal vorbeigucken nach dem Spiel. Dann bin ich sehr, sehr gespannt, wie Bremen das Ganze hier macht. Auf jeden Fall spielen sie mit einer Fünferkette, was per se erstmal nicht verkehrt ist. Wogegen ich auch jetzt, ja, in der letzten Zeit besser gespielt habe. Also die Fünferkette, das juckt mich jetzt nicht mehr so sehr, würde ich sagen. Wobei es natürlich auch immer wieder Mannschaften gibt, die das gut spielen. Und mich dann zur Weißglut hier bringen. Nächste Chance. Ja, und für die Bremer könnte es genauso wie für Schalke und auch für Hertha wieder nach unten gehen. Die sind alle unten, aber es sind noch mehr Mannschaften. Also so 4, 5 Teams streiten sich jetzt um die letzten Plätze für die Bundesliga. Und wer in die Relegation geht und so weiter und so fort, das wird noch bis zum letzten Spieltag sehr, sehr spannend werden. So, und bei uns kommt Larsson, Buta. Ihr seht schon Bremer hinten drinne. Wir müssen das Spiel machen. Ich habe auch nichts anderes, ehrlich gesagt, erwartet. Ja, vorne... Da gibt es eine Lücke hier im Mittelfeld. Genau, die müssen wir uns dann nehmen. Die müssen wir dann nutzen. Aber ähnlich wie gegen Aston Villa steht der Gegner hinten drinne, tief verteidigt. Wir sind hier teilweise gegen 2 Mann alleine gestellt. Und dann geht es wieder rüber. Schönes Handballgeschiebe, bis sich dann mal irgendwann die Lücke ergibt. Oder bis wir irgendwann mal den Durchstoß haben. Mit dem Kunku, mit Haraldsson und jetzt Larsen in der Mitte oder Knauf. Miller, Götze, ja, darf auch gerne mal eine Einzelaktion machen, aber es ist schwer. Die stehen hinten drinne. Da können wir nur hinten rumspielen. Das sieht momentan, wie gesagt, wie im Handball aus. Oh, Fehlpass. Ja, einer der unnötigen Sorte. Ausgleich in Freiburg, auch gut für uns. Da müssen wir jetzt natürlich auch mal drauf gucken. Was macht Leverkusen, was macht Dortmund? Leipzig, Bayern, die sind ja gefühlt eigentlich schon raus aus dem Rennen, aber das kann dann auch wieder ganz anders aussehen in 1, 2 Spielen. Und Bremen kommt jetzt. Achtung, müssen wir gut stehen. Conway. Da ist Jung, da kommt Amenda mit hinzu. Buta. Oh, das ist wieder typisches Verteidigen hier von uns. Und David dann im Tor. Wir kommen nicht hin. Wir stehen zwar gut, aber trotzdem findet der Gegner immer wieder Lücken. Und dann muss er auch erstmal halten. Ja, Spitzenwinkel. Der hat auch schon einige Dinger logischerweise durchgelassen, weil der ist halt noch nicht so stark. Aber der wird. Bin ich sehr, sehr von überzeugt. Oh, und Kunku mit aller Gelassenheit gegen Conway. Da ist Schmidt und Nagalo, kein Elfer. Gibt den nächsten Eckball. Also es ist ein 50-50 Ding. Bislang wieder Schmidt gegen Knauf. Ja, da müssen wir eigentlich da sein. Hier, das meine ich zum Beispiel auch wieder. Abstoß, sehr gut gemacht. Da darf der Gegner nie im Ballbesitz bleiben. Ey, das geht nicht. So, mal eine andere Variante, dass ein Kunku mit nach vorne kommt, dass wir hier ein bisschen Überzahl haben. Haraldsson, Kunku, Larsen, nee. Klappt leider nicht. Ja, zweite Halbzeit können wir vielleicht mal 4-4-2 umstellen. Mache ich jetzt schon mal. Also 4-4-2. Fans sind natürlich da, keine Frage. Bremen hat sogar mehr Ballbesitz, mehr Schüsse. Also momentan sind die wohl laut Statistik die bessere Mannschaft. Ich würde eher sagen ausgeglichen, so 50-50 Ding. Letzten Minuten wird Bremen aber definitiv ein bisschen stärker.
So, das wieder auch. Genau die Situation, die wir schon oft hatten. Gegner im Strafraum. 2, 3 Mann gehen vorbei. Und Bremen, wie gesagt, bleiben dran. Bleiben hartnäckig. Achtung, nächster Eckball. Wieder ein Kunku. Oh, der hat wieder die Ruhe weg. Das ist Wahnsinn. So, jetzt vielleicht mal eine Aktion in die andere Richtung. Larsson auf der Außen. Ja, ist irgendwie auch Fehler am Platz. Aber egal, der läuft, solange ihn keiner angreift. Kovnatski kommt nicht hinterher. Haraldsson ist da, aber das ist noch zu wenig. Aber gut, wir kämpfen uns rein. Larsson, der hat einen guten Schuss. Oh, und Miller auch. Komm, der kann mal schießen. Ja, abgefälscht natürlich. Was auch sonst. Also da müssen wir in Halbzeit 2 nochmal 1, 2 Schippen drauflegen. Auch wenn es nur die B11 ist, aber auch da sind gute Leute drin. Und es geht, wie gesagt, um die Meisterschaft. Ne? Wir haben realistische Chancen. Wir sind oben dabei. Und ähnlich wie in der Champions League macht es jetzt auch keinen Sinn mehr, den Kampf um Platz 1 herzugeben, wenn wir schon oben mit dabei sind. Aber wie gesagt, da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr für tun. Das war ein bisschen zu wenig in der ersten Halbzeit. Wir müssen halt jetzt gucken, dass wir ein bisschen mehr Zielstrebigkeit nach vorne irgendwie bekommen. Auch wenn es nur die B11 ist, aber auch die hat ja schon bewiesen, dass es drauf hat. Also gegen Köln, gegen Hannover. Gut, das war halt knapp gegen Hannover, aber wir schaffen das schon. Vielleicht jetzt. Erste Aktion. Haraldsson. Oh, wenn er den auf Larsen kriegt, dann hat er ein bisschen freie Wiese vor sich. Aber Götze setzt gut nach. Sehr schön. Haraldsson. Jetzt wieder die Chance. Warum mache ich das immer zu verkopft und zu kompliziert? Warum nicht einfach so? Warum nicht einfach so? Einfach aufs Tor schießen. Gott, lass den Knauf da heile direkt vor den Bremer Fans. Das wäre natürlich auch wieder super. Aber hier, wieder Knauf. Eine Drehung, zack. Aus 16 Metern hinein. Zur Tabellenführung. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Beide Satzzeichen setze ich mal dahin. Weil wenn es bei Leverkusen unentschieden steht, 4. Tor von Knauf, dann sind wir Tabellenführer. Und wir gewinnen natürlich. Das ist Grundvoraussetzung. Aber ich gehe mal davon aus, dass Leverkusen das in Freiburg noch irgendwie macht. Wir sind ja hier auch noch nicht durch und Dortmund, die spielen auch noch. Aber das wäre natürlich ein Hammer. Das wäre eine sensationelle Saison. Das war auch gar nicht so abzusehen. Also nach der Hinrunde war ich auch echt mit Platz 4 zufrieden. Da haben wir auch schon wieder teilweise Spiele gehabt. Die darfst du eigentlich nicht gewinnen und auch nicht verlieren. Aber irgendwann gleicht sich das halt aus. Und man sieht halt, dass wir eine gute Truppe haben, trotzdem schon, obwohl noch viele Leute Entwicklungspotenziale haben. Da bin ich halt sehr, sehr gespannt, wenn die ihr volles Potenzial ausgeschöpft haben, was wir dann für eine Mannschaft zusammen hätten. Freiburg führt nämlich, hat geführt, schade, gegen Leverkusen. Grimaldo gleicht aus, also steht unentschieden. Und statt jetzt wären wir halt ganz oben. Und es geht ein bisschen zielstrebiger nach vorne auf jeden Fall. Das nächste Spiel ist sogar gegen Leverkusen. Wer hätte es gedacht? Das ist ja ein Ding. Also vielleicht schon ein Duell um die Vorherrschaft in der Meisterschaft. Weiß ich nicht, aber danach gibt es halt auch nicht mehr so viele Spiele. Also das heißt, das könnte echt schon ein richtungsweisendes Spiel sein. Und gegen Dortmund, spielen wir noch gegen Dortmund? Ne, da haben wir zu Hause gewonnen, ne? Genau, dann spielen wir gegen Leverkusen. Das ist halt dann auch nochmal ein 6-Punkte-Spiel, ne? Wenn es um die Meisterschaft geht, dann ist Dortmund noch hinten dran, aber wir sind natürlich auch noch nicht durch. Conway gegen Amenda. Oh, das war kein Foul. Nein! Ach, nie im Leben, ey. Aber gut, Freischuss kommt von Bittencourt. Jetzt müssen wir aufpassen auf David. Oder spielen sie es... Ja, nee, doch. Einer springt rüber. Bittencourt wird's machen! Pfosten. Glück gehabt. Und der Konter über Knauf, über Götze. Ja, eine Bewegung gegen Quaresma. Sehr schön gemacht. Götze jetzt mit der Chance. Im Gegenzug aufs Zweite zu stellen. Und das macht er in Umtiti-Manier. Ja, auf der einen Seite hast du Glück, dass der halt nicht reingeht. Auf der anderen Seite hast du halt einen Götze, ne, der mit seiner Technik da sich Freiraum schafft. Die Bewegung war halt geil, ne? Die würde ich gerne nochmal sehen. Wir gehen nochmal kurz in die Wiederholung rein. Das mache ich ja selten, aber die Bewegung, die will ich nochmal sehen. Daran sieht man halt, ne? Guck mal, der Ball und jetzt hier. Die Bewegung, der Turn, irgendwie, hä?
Irgendwie ganz merkwürdig. Was macht er mit seinem linken Bein? Ach, der zieht den quasi mit links. Ja gut, dass er sich da nichts bricht, ey. Guck mal, vorne. Naja. Deswegen ist er auch durchgegangen. Guck mal, weil sonst wäre das nie gegangen. Schaut euch das wieder an. Der linke Oberschenkel ist in dem rechten drinne und deswegen geht er auch, oh, durch die Beine fast. Naja, ganz kurios. Genau deswegen ist er auch nur vorbeigekommen, weil anders ging es gar nicht. Weil anders wäre der gegen den Gegner gegengegangen. Egal. Unterm Strich führen wir 2-0. Jetzt kann ich auch wieder ins 4-2-3-1 gehen. Ein bisschen kompakter stehen jetzt zum Schluss. Jetzt muss Bremen ja ein bisschen mehr riskieren. Und apropos Bremen, das wird halt immer schwerer. Das wird immer duster und ich glaube, es geht mit kleinen, aber feinen Schritten Richtung zweite Liga zurück. Es sei denn, irgendwie das Wunder von der Weser wird sich noch zeigen in den letzten 4 Spielen. Aber ich glaube, für heute ist das Schiff erstmal abgefahren. Nochmal ein Kunku, bringt da nochmal das Ding. Ja, aber da ist niemand. Da steht leider keiner. Aber trotzdem, 20 Minuten haben sie noch, da kann noch viel passieren. Es war eine gute Führung, aber wir sind auch noch nicht ganz raus aus dem Schneid. Ein drittes Tor ja, aber solange es 2-0 steht, ist das gefährlichste Ergebnis. Götze, Knauf dreht wieder auf, sehr schön gemacht gegen Jung, gegen Stark, das ist natürlich jetzt bitter. Schöne Flanke, Larsen und jetzt ist es durch. Das ist die Entscheidung, 3-0, Larsen macht's Götze gleich. Und dann haben wir alles das umgesetzt, was in der ersten Halbzeit nicht geklappt hat. Larsen, oh ganz kurios, entweder mit dem Kopf oder mit dem Fuß, springt da ganz merkwürdig hoch, aber der macht das schon. Ich hätte mir dabei was gezerrt auf jeden Fall, er Gott sei Dank nicht. Und Larsen macht seine Tore. Wie gegen Aston Villa in der Champions League, der spielt zwar nicht oft, ja, weil halt Kalajdzic und Orban, die ersten beiden Stürmer vorne, die gesetzt sind. Gut, aber Larsen hat auch schon 10 Tore gemacht. In 21 Bundesligaspielen. Das ist jetzt auch nicht so eine schlechte Quote. Und jetzt, wie gesagt, ist das Ding halt durch. Bremen bleibt weiterhin unten, wir bleiben oben. Egal, Zweiter oder Erster. Das hängt jetzt von Leverkusen ab. Und dann haben wir im nächsten Spiel gegen Leverkusen die große Chance, uns vielleicht entscheidend schon abzusetzen, weil dann sind es nicht mehr viele Spiele. Dann sind es nur noch 4 Spiele, glaube ich. Und lass Leverkusen auch noch mal einen Ausrutscher haben und dann müssen wir da sein. So wäre jetzt die Wunschlösung. Stark, Larsen setzt noch mal nach. Ja, bringt auch wieder ein bisschen Zeit von der Uhr. Weiß nicht, wohin damit. Ja, jetzt können sie nur rausschlagen, natürlich. Aber gut, das ist jetzt egal. 4 Minuten vor Schuss, 3-0. Mal gucken, ob es mal wieder ein zu-0-Ding wird. Ich hoffe es. Wäre doch ganz schön. Und oben, Enesiri bringt Leverkusen dann doch noch in Führung. Also Leverkusen wird auf der 1 bleiben, wenn es dabei bleibt. Kann ja sein, dass Freiburg noch in Freiburg-Manier in letzter Sekunde ausgleicht. Falls nicht, ja, wird das Spitzenspiel der Saison. So kurz vor Schluss, der erste gegen den zweiten. Dortmund ist dann auch immer noch hinten dran. Und für heute machen wir einen Strich drunter. Das war verdient, vor allem in Halbzeit 2. Wir haben dann unsere Chancen gemacht, nachdem wir umgestellt haben. Bisschen konsequenter und jetzt gibt es wahrscheinlich doch noch ein Gegentor. So ist es. Weil ganz zu 0 kriegen wir es dann doch leider wieder nicht hin. Und es ist tatsächlich Amos Pieper. Ist das richtig? Müssen wir nochmal sehen. Guck mal, die Gästekurve wahrscheinlich gar nicht erst ausverkauft, so gefühlt. Sieht nach Amos Pieper aus, ja, tatsächlich. Also der Innenverteidiger in Stürmermanier und ich habe halt spekuliert, dass er nach links schießt, aus Spielersicht, er schießt in die andere Richtung, egal. Das ist jetzt nicht mehr so wichtig und so interessant, denn wir gewinnen in Bremen 3-1, das ist viel wichtiger, bleiben oben dran und haben jetzt gegen Leverkusen das absolute Spitzenspiel. Der erste gegen den zweiten dann im nächsten Part. Mehr geht nicht. Obwohl Bremen eigentlich gar nicht so schlecht war, laut Statistik. Aber gut, darauf gebe ich jetzt nicht so viel. Entscheidender ist, was dann am Ende oben steht als Ergebnis. Und da war ein 3:1 Sieg. Die Bayern gewinnen. Hannover verliert auch. Also für Bremen und Hannover, das wird wirklich ganz, ganz bitter. Dortmund hat auch gewonnen.
Allen Anschein nach. Schauen wir nochmal. April, ganz nach unten. Wo sind wir denn? Das war gegen Hertha. Bremen, genau. Dortmund gewinnt ganz locker flockig in Köln 3-0. Es wird ein Dreikampf. Die Bayern haben 7 Punkte Rückstand. Das sind 2 Spiele. Die müssen halt jetzt wirklich alles gewinnen und müssten auf die Ausrutscher hoffen. Wen hat Leverkusen denn noch? Spielt Leverkusen? Gut, die spielen jetzt noch gegen Union. Dortmund spielt unter anderem noch gegen Mainz. Okay, haben sie auch böse Erfahrungen. Dortmund spielt noch gegen Gladbach. Wir spielen dann gegen Freiburg. Leverkusen spielt in Stuttgart. Die sind 5. Also da könnte man eventuell hoffen. Ach, und Leverkusen spielt noch gegen Dortmund. Am letzten Spieltag. Ist das letzte Spiel? Das ist das letzte Spiel, ne? Das ist ja geil. Das kommt uns ja entgegen. Also am letzten Spieltag Leverkusen-Dortmund im direkten Duell. Und wir in Augsburg. Kann dann vielleicht schon die Meisterschaft sicher? Keine Ahnung, da sind die wildesten Konstellationen wieder möglich. Wir warten jetzt erst nochmal ab. Wir spulen jetzt vor. 2. gegen 1. und dann gegen City. Oh, da muss ich eigentlich auch eine andere Mannschaft spielen lassen. Oh. Ja, Leihe von Kalajdzic, die endet. Warum ich die Nachricht jetzt zweimal kriege, weiß ich nicht. Was mache ich denn da? Oh weia. Ja, beide Spiele sind wichtig. Also im Prinzip muss ich hier die AL spielen lassen, muss dann zur Halbzeit durchtauschen. Oder ich mache die Aufstellung. Nee, geht nicht. Ich muss die spielen lassen. Ich will gegen Leverkusen gewinnen, ich muss aber auch gegen Man City eine gute Ausgangslage haben. Naja, wird schon schief gehen. Also nächstes Spiel, Spitzenspiel, 1. gegen 2. Ich glaube, da wird sich die Meisterschaft noch nicht ganz entscheiden, aber es wird schon mal so in eine bestimmte Richtung gehen, je nachdem wie das Spiel ausgeht, oder? Am Ende des Tages haben alle 69 Punkte, was gar nicht geht, weil es gibt für einen Sieg 3 Punkte. Naja, bis zum nächsten Part. Schaltet rein, auf jeden Fall. Es wird sich lohnen. Ciao, ciao.